Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu LA Noire. Ich bin Brings und wir besuchen jetzt die Eldorado Bar, wo wir Hinweise bekommen haben, wo unser Mordopfer zuletzt gewesen sein könnte. Was auch gleich ums Eck What zur, can I Mod get you? LAPD, Detectives Phelps and Galloway. zur Mordstelle Diego war. Aguilar. How can I help? You worked the bar last night? Yeah, me and a temp guy from the agency. Did you have a woman in here last night? 21 years old, Hispanic, drinking heavily? We have a lot of ladies like that in here. But yeah, I know who you mean. Antonia Maldonado. What did she do? She was murdered last night. Oh, shit. Do you know her well? Was she a regular? Hell no. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. She was so hammered last night, she left a letter on the bar. I'll show you. Where's that goddamn waitress? A waitress? Can I have another spoon? Und das ist der Brief an ihren Gatten. How'd you turn a fish salad? You want a tip? Refill my coffee next time, honey. Los Angeles Country State, bla bla bla, hat am 8. des Monats August ihren Antrag ihr beim Kammergericht des Staates Kalifornien eingereicht, mit der Hoffnung, dass sie die darin gelegten Gründe, sie aus dem Bund der Ehe, den sie mit Angel Mann der Toten eingetragen hat, zu beenden. Wir legen hiermit fest, dass der benannte Beschuldigte Angel Maldonado die Nichtberücksichtigung jeglicher Geschäftlichkeiten oder anderer Pflichten persönlich vor dem zentralen Bezirksgericht im Kammergerichtssaal von Kalifornien zu erscheinen hat, um sich durch den benannten eingetragenen Antrag auf Ehescheidung aufgrund von Grausamkeit zu äußern, falls vorhanden Gründe zu benennen, weswegen die benannte Klägerin und Ehefrau nicht aus dem Bund der Ehe entlassen werden soll. Bezeugt durch den ehewerten Richter und besagten Gerichts Kalifornien Prantham am 11. des Monats August im Jahre 1947 unseres Herrn. Photonator. Divorce papers. Did you open them? No need to. She was shouting about it and waving the letter around. Said she was gonna show him. Wer es nicht weiß, ich glaube, es ist heute auch noch so zumindest. Oder wie war denn das? Ja, heute ist es anders, glaube ich. Aber früher hat man... Nee. Man braucht auf jeden Fall einen Grund, um sich scheiden zu lassen. Und, ich glaube, sonst kann man das gar nicht mal so einfach machen. Ich glaube, es ist heute nicht anders. Wer verheiratet ist, braucht einen guten Grund, sich scheiden zu lassen. Wobei ein guter Grund auch schon ist, dass man den Ehepflichten nicht nachkommt, was genauso heißt wie, dass zum Beispiel eine Frau den Sex verweigert, ist ein Grund, sich scheiden zu lassen. In dem Fall ist es halt, wie heißt das, gewaltsame Grausamkeit. Also, er war anscheinend nicht wirklich nett zu seiner Kleinen. Can you remember what jewelry she was wearing? She had a necklace. Some kind of religious thing, I think. The temp guy would have more of an idea. She took the beer he served her and cried into it all night. What time did she leave? Can't say for sure. Ich glaube schon, dass er mehr weiß. Where did she go? Give me something or the LAPD will start getting interested in this place. Take it easy. She wanted a cab, okay? And my phone was out of order. The closest one I knew was at the fruit market across the street, so I suggested she try there. She seemed reluctant. Did Antonia say where she was going when she left? She said she was gonna serve the papers on the husband. Said that would take the smile off his face. If you ask me, she was scared. And the drink was for Dutch courage. She attract any interest? An extremely drunk young woman? What do you think? She managed to scare them off, though. Thanks. You've been a big help. No problem. Hey, get the guy, will you? We'll do our best. One last question. What size shoe do you take, Mr. Aguilar? A broad 9. I have wide feet. A waitress? Can I have another spoon? Where's that goddamn waitress? Okay.
You want a tip? Wir wissen jetzt zumindest, dass der... Was war das? Aha. Also das Telefon ist wirklich außer Betrieb. Wir wissen jetzt zumindest, dass der Mann ein... Sir, do you work here? Sorry, pal, just making deliveries. From where? Just Pig Fruit Market across the street. The fruit market delivers here? Yeah, sure does. The Mexicans love a little slice with their tequila. Fine, thanks. Er mag keine Zitrone zu seinem Tequila. Naja. Der Fruit Market liefert wirklich hierher. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Just picked Fruit Market. That's where Antonia went to call for a cab last night. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, doch, also der Mann hat definitiv ein Alibi, seine Frau, also seine fast Ex-Frau umzubringen. Wo ist der Fruit Market? Get off with you. Der Fruit Market gleich gegenüber. His mother would be proud of him catching all those criminals. My mother is proud of me. Huh. Ah, Just Pick Fruit Market. Shut. Great. We'll need to come back later, Phelps. Maybe somebody here saw Antonia the night she died. Okay. Also hier ist noch geschlossen. I don't need this. Ey, ey, ey! Also auf zum Wohnsitz. How about we drop in on the husband instead? See if your gut is right. I'll take a bar over a husband every day of the week. Wupp, wupp, wupp. So, und der wohnt doch gar nicht so weit um die Ecke. Dann ist das Haus hier auf der linken Seite schon. Auf der rechten? Auf der rechten. Das hier ist das Haus. Maldonados. Schauen wir mal, wo er wohnt. 304. Apartment 304. Dann schauen wir mal, ob er daheim ist. Schönes Haus hier, das Apartment. Kann sich sicher sehen lassen. Die Scheiben müssen mal geputzt werden, aber sonst. Haben die einen Außenzugang oder wie? Wo sind wir denn hier? Was ist denn das für eine Hausnummer da? 201. Also müssen wir noch ein Stockwerk nach oben. Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Einer von links, Vorsicht. Und das wird ein Faustkampf. Now look, I don't want no trouble, see? What do you think? I got nothing to say to you. Aua! Und tschüss. Und der zweite ist auch am Boden. Sehr schön. Damn. They got some decent shots in there. Cuff these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest.
Call for some backup, Finbar. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. 2 suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! Do you think I'd kill my own wife? We should get the whole place going over, then talk to the neighbors. Wirkt jetzt im ersten Moment schon sehr geschockt, also... I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. No good to me. Und das sind noch einmal... Picked fruit market. Suppliers to the El Dorado. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Das ist eine große Wohnung auf jeden Fall. Das heißt, er dürfte gar nicht mal so schlecht verdienen. Ah, El Dorado. The El Dorado must be a family favorite. Die Bar für die ganze Familie. This will take some explaining. Vor allem, es scheint noch relativ frisch zu sein. Maybe one of the neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi. He's toast. Dann fragen wir mal die Nachbarn. Ob die vielleicht was wissen, was wir nicht wissen. What do you want? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I work nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Gut, das war keine wirkliche Hilfe. Mal schauen, was Nummer 303 zu sagen hat. Gar nichts. 301. Hey, sorry about that. I'm playing with my kid. LAPD. Were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Also auch nicht wirklich eine große Hilfe, aber ein sehr netter Familienvater. Das muss man schon dazu sagen. So, mal schauen, ob die letzte Tür was zu sagen hat. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss? Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag too, Phelps. Well-executed restraint. I'm executing restraint right now, Finbar. Hier ist noch ein Raum, den habe ich ganz übersehen. Aber hier scheint noch nichts drin zu sein. So, wo ist das Telefon? Da ist das Telefon. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? Messages, please. Message from Captain Donnelly, Detective. Your presence is requested urgently at Central Station. A new letter from the Dahlia killer has been found. Thanks for your help. Also schnell zurück ins Revier. Und entweder, weil es ist wirklich hier ein Serienmörder, dem wir hier auf die Schliche gerade versuchen zu kommen,
Und die bisherigen Leute sind alle unschuldig, was ja gar nicht mehr gut wäre. Oder der Gatte, den wir gerade festgenommen haben, hat das einfach schon vorher alles so hingelegt oder eingerichtet, dass wir das Gefühl haben soll, dass dem so sei. Schauen wir mal. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zum Revier. Komm schon, Dicker. Another letter? I thought the letter was from a nut. These letters, Brown and Hanson believe they are genuine. From him. Now we sent another. And I really hate this fuck. This Black Dahlia guy. You seen the body? Fucking cased its nozzle way at your gut. So, mal schauen. Wir haben jetzt hier den Angel, den wir... Aha, okay, das heißt erstmal runter in die Gerichtsmedizin. Aber Pinker ist ja der Gerichtsmediziner. Wobei die Gerichtsmediziner... Achso, nee, die Leichenhalle ist woanders. Stimmt schon. Nee, wobei Leichenhalle ist es hier gar nicht. Das ist was anderes. Technical Service. Come on in. Phelps. Have you met Finis Brown? Pleased to meet you, sir. This information is confidential and doesn't leave this room. The new letter was left in the back seat of a cab. The driver thinks it was put through the window and not left by a customer. We're checking all the fares back 24 hours regardless. Good. Like the previous letters, it's been assembled from headlines and typed from the Times and Examiner, then glued to an envelope. What is the other note? This one? That's also new. A poem, hand-typed. Do you mind if I take a look? Go ahead. We've been over both documents pretty carefully. They've been wiped with gasoline, so there's no chance of prints. Jemand, der sich auskennt anscheinend. Ich habe es mir anders überlegt, wäre would not give a square deal, fuck you BD tax. Also ich habe mir jetzt anders überlegt, ich gebe den, es ist alles scheiße, fick dich, Entschuldigung, was steht da? BD Unterschrift Tax. BD und Tax, das waren ja die beiden, die schon drauf getippt hatten, nur auf den Körper gefunden haben. So, und das ist das Gedicht. Kraft dieses Fluchs häuf Übeltaten auf. Und Gutes sei zu schauen, verdammt zumal. Da beides ewig wieder Weltenlauf, wie du und deine Einsamkeit voll Qual. Und scheinst du auch das Bild der reinen, erhabenen, ruhigen Macht zur Frust, die Stunde kommt, da musst du erscheinen, was innerlich von je du bist. Verbrechen häuf, denn die nicht Früchte tragen. Und ew'ger Spott soll dich durch Raum und Zeit einst jagen. Okay. Heap upon thy soul by virtue of this curse. That's why we called you in. Do you think it's original? Not unless he's a genius. You like this nutjob's poem? No, I like Shelley. It was written at least 100 years ago. Shelley? Sure, I knew that. Klar. You see, Finis? I told you this lad was a bright boy. Sure, but what does it got to do with the case? Prometheus Unbound. Prometheus was a titan, a superhuman character who defied the gods to bring fire to humanity. The Dahlia guy believes he's Superman. Your guess is as good as mine. One thing for sure is that he's educated. What about the link to the Henry case? He could have got the wording from the papers. As you said, he is fiendishly clever and takes pleasure in taunting us. What's happening with the Maldonado case? We have the husband in custody. We haven't interviewed him yet. Well, upstairs then, lads, and see if we can break him. Okay, das sind sehr interessante Beweise.
Und wir werden jetzt den Angel verhören. Dies allerdings erst im nächsten Video. Ich sage einmal danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Danke und bis zum nächsten Mal. Wave those paws in the air, spin around like Greta stairs. Slip me 5 if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips, shake 'em down. It's rag, it's snazzy jazz. It's Geraldine's routine.